Hi, wir sind Andi und Myri und seit über einem Jahr auf Weltreise mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny. Auf unserem Weg nach Südostasien durften wir schon viel erleben. So begann unsere Reise in Europa, wir überwinterten in Griechenland und in der Türkei, um uns dann nach Georgien aufzumachen. Nachdem wir Russland durchquert hatten, erkundeten wir entlang der alten Seidenstraße Länder, die kontrastreicher nicht sein könnten. In der gesamten Zeit durften wir Höhen erleben und Tiefen meistern. Wir tauchten in Kulturen ein und lernten liebenswerte Menschen kennen, gewannen neue Freunde und hatten die schönsten Erlebnisse unseres Lebens. Kurz bevor in der Mongolei der Herbst anbrach, reisten wir nach China ein. Ein großes Ziel, das wir schon lange vor Augen hatten. Nachdem wir China durchquert hatten, kamen wir in Südostasien an. Genauer gesagt in Laos. Nachdem wir das wunderschöne Lichterfest in Vientiane besucht hatten, war es an der Zeit, sich mal um unsere Langzeitprobleme mit dem Auto zu kümmern, wie man schwierige Reparaturen am Auto vorantreibt und gleichzeitig für die Glücklichkeit seiner Frau sorgt, das seht ihr in diesem Video. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Du bist erst dann in einem Land gewesen, wenn du in einer Werkstatt warst. Schön. Savadi. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Und zwar, der Weg zur Autobatterie ist zu lang. Deswegen hat er seine Klemmen für seine Überbrückung direkt an der Lichtmaschine angeschlossen. Total spannend da oben. Merkt man hier meine absolut grenzenlose Begeisterung? Das ist das Teil, das kaputt ist. Der Lüfter, der sich nicht mehr gedreht hat. Leider war die Lösung nicht einfach eine defekte Sicherung. Die Einheimischen hier sind alle so lieb und zuvorkommend. Immer wenn wir irgendwo ankommen und kurz niederlassen, wird uns ein Ventilator angeboten und sofort für uns angemacht. Ob wir wollen oder nicht, das ist echt lieb. Es wurde immer an mehreren Baustellen gleichzeitig gearbeitet. Hier wurde ein Gas eingefüllt, um zu schauen, ob die Klimaanlage dicht ist. Also jetzt wird wohl neues Gas eingefüllt. Irgendwie waren Nam und Tom nicht ganz zufrieden und haben hier beschlossen, den Wärmetauscher der Klimaanlage auszubauen, um da nach Undichtigkeiten zu suchen. Mit der Druckluftpistole wird Luft hineingepresst und mit dem Daumen auf der anderen Seite zugehalten und dann wird geschaut, ob irgendwo Luft rauskommt. Diese beiden Teile müssen gereinigt werden. Die sind komplett verschlammt und vermutlich verstopft. Bei jeder Klimaanlage gibt es auch so ein Ventil und auch dieses wurde hier ausgebaut, mit dem Mund gereinigt und geschaut, ob hier auch irgendwie Dreck oder Verstopfungen existieren. Myris Laune bei längeren Werkstattaufenthalten sinkt immer ziemlich schnell, deswegen mussten wir hier unbedingt losziehen und einen Kaffee trinken gehen. Gott sei Dank gab es da ein sehr cooles Café direkt nebenan. Andi hat irgendwo in der Nebenstraße im hintersten Hinterhof eine highly Instagrammable Kaffeerösterei gefunden. Und die haben hier Schaukeln drin.
Vielleicht der beste, den wir bisher je hatten. Und diese Rösterei ist so süß. Ich glaube, hier wird geröstet. Ah, da hinten ist eine Tür auf. Falsch. Das ist falsch. So, das war ja Knoblauchberg. Knoblauchberg, genau. Und das ist Betreten Sie das Vieh. Also, du willst ein Hund braucht ein Huhn. Ich nehme einen Hund, braucht ein Huhn. Das ist der hier. Der begrüßte das Meer. Das ist so. Ich glaube, ich nehme den Knoblauchberg oder diese gekochten Eier. Okay, dann gehen wir mit. Eis. Also, während Andi noch in der Werkstatt ist und das alles schnell vorangeht, ist mir ein wenig langweilig und hier um die Ecke befindet sich ein Tempel und ich dachte mir, den schaue ich mir jetzt mal. Ich finde übrigens dadurch, dass wir mit dem Auto unterwegs sind und viel, viel mehr Zeit haben als in einem ganz normalen Urlaub, den man sich sonst so übers Jahr nimmt, haben wir auch das Privileg, viel näher zu sehen, wie die Leute leben, wo die Leute leben. Ich war am Anfang ein wenig geschockt von Laos, denn wir haben nur die Touristenmetropolen gesehen. Wir sind auch Touristen, ganz klar, aber das ist ja nicht der Grund, warum wir mit dem Auto reisen. Und deswegen freue ich mich, dass ich immer so tolle Einblicke kriege. Ich glaube, hier wird gerade abgebaut. Hier war ja vor kurzem erstes Licht auf Bremst. Die Stadt ist auf jeden Fall wunderlich. Eben hätte ich schwören können, wir sind weit weg vom Mekong. Und dann stehe ich auf einmal vor ihm. Da drüben sieht man wieder Thailand. Einige Stunden später wurde hier alles zerlegt, gereinigt, in Einzelteile, wie gesagt, zerlegt. Und jetzt ist der zweite Dichtigkeitstest am Start. Der erste war erfolglos, der zweite ist jetzt erfolgreicher hoffentlich. Wir haben hier eine Menge Druck auf dem System und gerade da drüben, wo der neue Dryer eingebaut ist, der neue Trockner, das wird jetzt auf Dichtigkeit getestet. Ja, und wenn das dicht ist, dann können wir, glaube ich, Klimagas einfüllen und schauen, ob alles wieder läuft. Das wäre doch richtig cool. Jetzt kommt es wieder kühler raus, wo er da unten den Kontakt überbrückt und den Ventilator zum Drehen bringt. Ja, es ist jetzt gerade kalt, aber natürlich ist das hier elektrisch überbrückt.
Da war gerade eine Klimagasexplosion. Ich glaube, sie haben zu viel eingefüllt. Boah, das stinkt. Oh, ey. Und das Gas entweicht immer noch. Upsi. Này là mình đi nè, đây này mình đi nè. Mình kiếp vào trong mặt này. So, jetzt wird irgendwie eine Stromversorgung zu diesem Lüfter gelegt, außenrum. Und zwar direkt von der Lichtmaschine. Irgendwie darüber, über so ein Stecker und dann bis da drüben hin. Gefällt mir nicht ganz, aber es wird funktionieren. Ich weiß nicht, das Originalkabel scheint wohl keinen Strom mehr zu liefern oder dergleichen. Und daher muss jetzt eben was improvisiert werden. Neuer Tag, neues Glück. Tag 2 unseres Werkstattabenteuers ist raus. Da kommt es jetzt eiskalt raus. Und wir haben das Gefühl, die ist jetzt auf jeden Fall so gut, hat die noch nie funktioniert. Heute schauen wir uns das EGR-Ventil an. Unser Auto hat etwas, was wir nicht toll finden, weil es eben konform ist mit den Schadstoffregulationen in der EU, hat es eine sogenannte Abgasrückführung. Das heißt also, das Abgas vom Motor wird nochmal durch den Motor durchgejagt, um nochmal zu verbrennen, damit weniger Schadstoffe am Ende das Auto verlassen. Und das Gerät kann sehr stark verrußen und dadurch die Luftzufuhr wird dann minimiert und dann kriegt der Motor weniger Luft und wird wärmer und hat weniger Leistung. Und wir haben so den Verdacht, dass das bei uns vielleicht ziemlich verstopft sein könnte, weil wir schon lange mit schlechtem Sprit fahren und weil unser Motor auch echt immer ziemlich warm wird. Wenn wir auch nur die kleinste Bergfahrten machen, erreichen wir 100 Grad und mehr Kühlmitteltemperatur. Genau. Und wie gesagt, es ist, glaube ich, oder mittlerweile bin ich der Meinung, es ist sehr, sehr wichtig, wenn man so viel mit seinem Auto durch die Gegend fährt und auch durch so andere Bedingungen fährt, wie zum Beispiel in Europa, dass man sich gut ums Auto kümmert, damit es einen von A nach B bringt. Und man lernt nie aus. Man lernt Dinge, auf die man eigentlich gar keinen Bock hat. Aber bevor ich hier jetzt zu viel rummeckere, möchte ich nochmal die Vorteile an dieser Situation erwähnen. Durch solche Situationen haben wir in richtig vielen Ländern viele wirklich liebe Menschen kennengelernt, kommen viel näher an die Menschen ran und können viel mehr in das Land, die Kultur und auch in die Lebensart der Menschen eintauchen. Und auch hier ist das wieder der Fall. Deswegen möchte ich auch mal die positiven Dinge an so einer Situation erwähnen. Also der China-Einfluss hier in Laos ist riesig. Hier gibt es ein ganzes Viertel nur mit chinesischen Unternehmen, chinesischen Restaurants. Und wir haben auch schon in einem Gespräch mit einer Einheimischen gehört, die BWL studiert hat, die super fließend Englisch und Chinesisch spricht, dass die Leute hier nur noch Chinesisch lernen möchten, damit sie hier auch Jobs finden, weil der Einfluss von China hier in Laos wirklich sehr groß ist. Also wie vorhin schon gesagt, bauen wir heute das EGR aus und schauen, ob da drin Ruß und Dreck ist. Wir haben gerade mit dem Computer den EGR-Wert abgelesen beim Gasgeben und wir sind der Meinung, dass es nicht ganz in Ordnung ist. Deswegen wird heute einfach das ausgebaut und geschaut. Charlotte und Ken, mit denen wir durch China gefahren sind, haben das mal eben an einem Nachmittag ausbauen können. Bei uns ist es allerdings ein bisschen schwieriger, an das EGR heranzukommen. Ich war ganz gespannt, wie es dann drin aussieht und wie man sieht, war gar nicht so extrem viel Ruß da drin, aber später haben wir noch mehr gefunden. Da geht dann wohl die Luft zum Motor. Auch wenn das ausgebaute EGR-Teil nicht extrem verdreckt war, wurde es mal sauber gemacht mit einem richtig krassen Spezialreinigungsmittel und stand dann eine Weile rum. Der Mechaniker meint, dass unsere Startschwierigkeiten nicht von diesem Dieseldruckventil kommen, sondern vielmehr
einfach von unserem alten Kraftstofffilter. Ich bezweifle es ein bisschen, aber wir probieren natürlich erstmal das Ding zu wechseln. Also der Kraftstofffilter war jetzt nicht so übermäßig verdreckt. Das hilft uns wieder nicht weiter. Warum auch immer das Auto so schlecht startet. Das finde ich spannend. Hier wird mit Luftdruck, der Diesel wird rüber befördert, indem in den Tank von oben Luftdruck hinzugefügt wird, wodurch der Treibstoff durch die Leitung gepresst wird und damit jetzt hier am Kraftstofffilter ankommt. Mit Hilfe dieser extra Dieselpumpe wurde gerade die Luft aus unserem Treibstoffsystem gelassen und dadurch sollte unser Motor jetzt wieder besser starten. Glauben wir zumindest. Aber spannend echt. Der Typ geht ganz kurz weg, kommt 5 Minuten später zurück und kommt auf einmal mit so einer Dieselpumpe an. Das ist echt Wahnsinn hier. Also jetzt wird dieses Rohr vom EGR ausgebaut. Das ist scheinbar richtig schwer da ranzukommen. Vielleicht auch, weil unsere Kabine ziemlich nah da dran ist. Mal gucken, ob sie es schaffen. Die Teile sind alle schon ausgebaut. Ich frage mich, woher er weiß, in welcher Reihenfolge er die wieder einbauen muss. Oder ob dann am Ende einfach die Hälfte übrig bleiben. Ist eine Menge. Da ist doch eine Menge Dreck im EGR da irgendwie drin. Also das gehört wohl irgendwie alles noch irgendwie dazu, keine Ahnung. Und das kann man wohl vielleicht reinigen oder auch nicht. Die Schwiegermutter von Dam, die übrigens direkt neben der Autowerkstatt wohnt, hat mir dann erklärt, mit Händen und Füßen, denn sie spricht nur Laotisch und ich leider bis auf Hallo und Danke kein Wort, dass sie mir jetzt noch den Tempel zeigen möchte, den ich mir ja schon mittags angeschaut hatte. Und es war richtig, richtig süß. Und so sind wir dann gemeinsam mit ihrer Enkeltochter losgezogen. Und abends an dem Tempel waren dann nochmal diese kleinen Stände offen. Und dort wurde einfach das Lichterfest weitergefeiert. Ich habe es erst gar nicht richtig verstanden, bis ich es dann gesehen habe. Also wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, dann wurde gerade die Stabilisatorstange entfernt und jetzt wird sie andersrum wieder draufgebaut und dadurch entsteht ein Abstand zu unserem Querlenker und zum Lenkgetriebe und zum Spurstangenkopf. Und dass das einfach so geht, ich muss das gleich nochmal fragen, ob das wirklich geht. Total verrückt. Ein bisschen Erklärung zu diesem Thema. Wir hatten schon seit langer Zeit gemerkt, dass unsere Lenkmanschetten aufgerissen waren und verantwortlich dafür war immer diese Stabilisatorstange. Die hat irgendwie immer an diesen Gummidingern gerieben und hier wurde eine Lösung gefunden und zwar wurde die Stabilisatorstange einfach andersrum eingebaut. Man sieht jetzt hier auf dem Bild ziemlich genau, dass jetzt ein Abstand ist zwischen der Stange und diesen Manschetten. Im ersten Moment habe ich es sehr bezweifelt, aber nach monatelangem Fahren mit der andersrum eingebauten Stabilisatorstange muss ich sagen, es funktioniert wunderbar und ich glaube sogar, dass die so rum gehört. Das heißt, irgendwann wurde sie vielleicht einmal falsch herum eingebaut, wodurch es dazu kam, dass die Lenkmanschetten aufgerieben wurden und wir da permanent Löcher drin hatten. Bei der Gelegenheit wurden gleich die defekten Lenkmanschetten ausgebaut und durch neue ersetzt, die uns damals unser Freund Fabi in die Mongolei mitgebracht hat. Scheint wohl noch alles in Ordnung zu sein, obwohl da schon echt lange die Lenkmanschette kaputt war und Dreck eindringen konnte. Aber es scheint so, als würde da noch kein Dreck sein und unser Lenkgetriebe und dieses komische Gelenk da, wo der Spurstangenkopf dran ist und die Spurstange, das scheint alles noch gut zu sein. Ich bin echt überrascht und sehr happy. Yes. Okay, very good.
is perfect. It looks beautiful. Yeah, but very good, but not good. This not good? Very good. Very good. Yes, yes. Yeah, but for this, Yeah, no problem here. This, no problem anymore. yeah. Yeah, it's really good. Dan, fährt mal eine Runde? DJ Dan? Wir machen eine Testfahrt. Alles scheint zu funktionieren. Weil das Kühlmittel heute etwas verloren gegangen ist, als wir das EGR gereinigt haben, wurde jetzt nochmal Kühlmittel nachgekippt und kontrolliert, dass alles passt von der Füllmenge her. Und es musste nochmal nachgeschüttet werden. Der Lüfter von der Klimaanlage, der dreht sich jetzt nicht mehr. Also hat die Reparatur davon nur einen Tag gehalten. Aber die Jungs haben das gerade bemerkt und mal gucken, was die jetzt noch machen. Es ist sauspät. Die Jungs haben das Relais für die Stromversorgung von dem Lüfter nochmal neu platziert, denn es war genau so angebaut worden, dass als die Kabine runtergeklappt wurde, das Relais beschädigt wurde. Und so muss das einfach neu platziert werden. An dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, wie dankbar wir sind, dass wir bei Dam und seiner Familie im Garten stehen durften und dass sie uns so tatkräftig unterstützt haben. Dan arbeitet nicht nur als Mechaniker in seinem Familienunternehmen mit, er ist auch einer der ersten, der Photovoltaikmodule und Solarmodule überall in Laos installiert hat. Früher ist Dam für sein Unternehmen durchs ganze Land gefahren und hat die Photovoltaikmodule und Solaranlagen installiert. Heute setzt er neue Prioritäten, wo wir sehr großen Respekt vor haben, denn er will näher an seiner Familie sein und arbeitet deswegen mit seinem Schwager Tom im Familienunternehmen in der Autowerkstatt. So, letzter Tag. Wir sind durch mit all unseren Reparaturen am Auto und wir sind auch sehr, sehr zufrieden. Wir haben uns gerade verabschiedet von Dan und seiner Familie, die uns wirklich aufgenommen haben, als würden wir zur Familie gehören. Was echt ein schönes Gefühl ist, aber auch irgendwie ein bisschen überfordernd, weil die Kultur hier ist einfach unfassbar anders und ich weiß immer noch nicht, was höflich ist und was nicht höflich ist und wie man respektvoll ist, wie man sich am besten verhält und auf der einen Seite ist es mega, mega schön, so aufgenommen zu werden und auf der anderen Seite ist man die ganze Zeit unsicher, wie man sich am respektvollsten verhält. Und ja, das gilt es auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch herauszufinden, wie das hier in Südostasien ist. So, jetzt Tankstelle, dann Autoversicherung verlängern und nochmal Geld abheben und dann die Stadt endlich verlassen. Denn wir haben schon wieder mega viele super liebe Tipps von Dan gekriegt, wo wir auf unserem Weg nach Kambodscha noch hinfahren sollen und wo es noch schön ist. Und da kommen noch ein paar sehr, sehr schöne Naturhighlights. So, wir haben gerade eben noch eine Versicherung gekauft und hatten Hunger. Und hier gibt es so richtig geilen Sticky Rice. Der wird in diesen kleinen Körbchen hier gebracht. Dann kann man die aufmachen und sich hier ein Stückchen, also etwas davon rausholen. Das klebt zusammen und dann kann man das quasi in eine Soße tunken. Aber ich esse den auch gerne so.
Nach etwa 4 vollen Tagen, die sich nur ums Auto gedreht haben, von denen wir 2,5 in der Werkstatt waren, waren wir so erleichtert, dass wir endlich aufbrechen konnten und wir hatten Großes vor. Unser nächstes Ziel sollte ein Nationalpark sein, den wir uns unbedingt angucken wollten, denn wir hatten gehört, man kann hier tief in den Regenwald eintauchen. Wie es war und warum wir am Ende wieder hier gelandet sind, erzählen wir beim nächsten Mal. Jetzt erstmal ciao, tschüss und auf Wiedersehen.